Last call for inside flight levels. Please put on your headphones. The episode is about to start. Herzlich willkommen bei Inside Flight Levels. Alles rund um das Thema Flight Levels. Mein Name ist Markus Brandl, bin der Co-Founder der Flight Levels Academy und bei mir dabei ist mein wunderbarer Kollege, der Klaus. Hallo Klaus. Hello. Hi Markus. Tja, schön, dass wir uns wieder hören. Genau, mein Name ist Klaus Leopold. Ich bin der Erfinder der Flight Levels, sagen wir es mal so. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Flight Levels beschäftigen. Ja, Inside Flight Levels, ne? Wir wollen aber einen bestimmten Aspekt quasi nach vorne stellen und das ist die Koordination. Markus, das ist von dir so ein, soll ich das sagen, Herzensthema. Ja, es liegt dir am Herzen. Also zumindest ich höre dich relativ häufig drüber, philosophieren klingt jetzt so groß, aber argumentieren, dass eigentlich ein richtiger Wettbewerbsvorteil von Unternehmen ist, dass man eben nicht nur die coolen Ideen hat, ich meine, ganz Silicon Valley ist voll mit coolen Ideen, ja, sondern man muss auch schaffen, schnell eine Koordination, um die wichtigen Themen aufzubauen. Und jetzt sind wir genau in dem Thema Kollaboration, Koordination drinnen, wo du sagst, da kann Flight Levels genau diesen Wettbewerbsvorteil liefern. Und jetzt würde ich einmal gern wissen, wie du das meinst. Also kannst du das einmal irgendwie ein bisschen erklären, was du überhaupt damit meinst? Ja, ich habe ja schon ein paar Unternehmen gesehen und was ich immer wieder beobachte ist, dass ich das Gefühl habe, dass Unternehmen eigentlich das Thema Innovation und Technologie schon einigermaßen verstanden haben. Also wie du schon sagst, es mangelt selten an Ideen und ich glaube auch Unternehmen wissen, wie man diese technologisch umsetzt. Es gibt so Aussagen wie das Einzige, was zählt, ist die Geschwindigkeit der Innovation und ich glaube, um eigentlich überhaupt eine Geschwindigkeit herstellen zu können, braucht es eine gute Koordination und Kollaboration innerhalb des Unternehmens. Das ist auch das, was ich in der Praxis erlebe. Also es passiert immer relativ viel, die Ideen sind groß, aber sobald es in die Umsetzung geht, sind die Unternehmen eigentlich ziemlich ratlos. Also wie kriegen wir jetzt diese großen Sachen auf die Straße? Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ja. Okay, also wenn man jetzt eine schnelle Koordination braucht, fair enough. Wie erkenne ich überhaupt, dass ich in meiner Organisation eine langsame Koordination habe? Also was sind so Anzeichen dafür? Mhm. Ich glaube, eine langsame Koordination, also wenn wir jetzt mal von Symptomen sprechen, die man so wahrnimmt, glaube ich, ist, dass es eigentlich relativ lange dauert, wenn überhaupt, dass, sage ich mal, zum Beispiel strategische Themen es in die Umsetzung schaffen. Also das heißt, das Unternehmen hat eigentlich eine klare Zielrichtung, wo es hin möchte, aber was in der Praxis passiert, ist eigentlich zum Beispiel sehr viel operative Tätigkeiten. Das heißt, es gibt irgendwo einen Disconnect in dem Unternehmen. Und man nimmt es aber gar nicht so wahr. Also jeder ist maximal beschäftigt. Die einen machen Veränderungsarbeit, die anderen setzen technologische Dinge um und die anderen malen Strategie. Aber irgendwie kommen die ganzen Sachen nicht zusammen. Also ich würde sagen, dass das Thema Dinge passieren nicht, aber auch hohe Frustration. Also dass die wichtigen Themen sich eigentlich nicht voranbewegen. Okay, also das wären so die Symptome, wo du sagst, okay, wenn man das irgendwie in der Organisation wahrnimmt, dann ist es zumindest mal ein Indiz dafür, dass man ein Koordinationsthema hat, ja. Aber warum? Also ich meine, das ist ja frustrierend, ne? Also auch für alle, die irgendwie beteiligt sind. Warum glaubst du, ist es so schwer, quasi so eine effektive Koordination ja aufzubauen, beziehungsweise herzustellen? Der Mr. Simon Wardley, vielleicht kennt man den, hat den schönen Begriff geprägt, Systemromantik. Und das bedeutet, dass wenn ich quasi in einem Bereich eines Unternehmens arbeite, dann spielt sich meine ganze Wahrheit vor allem in diesem Bereich ab. Und es ist ziemlich menschlich und natürlich, denn man kann das Unternehmen als Ganzes eigentlich gar nicht so wahrnehmen mit dem, was alles passiert. Und ich glaube, daraus ergibt sich immer so ein bisschen die Sache, dass quasi der eigene Kontext als die einzige Wahrheit wahrgenommen wird, wo die Dinge passieren. Die wahre Magie findet aber statt sozusagen, wenn sich, sage ich mal, aus den relevanten Bereichen eines Unternehmens die richtigen Menschen zusammentun und, sage ich mal, eine gemeinsame Sichtweise auf die Abläufe, Koordination und Kollaboration des Unternehmens schaffen. Koordination, Kollaboration, gemeinsame Sichtweise. Da hast du jetzt schon ein paar Wörter quasi gedroppt, wo ich vermute, dass du sagst, okay, damit kriegt man was hin. Also vor allem die Abläufe. Also ich meine, es ist ja eine Sache, die ich immer wieder beobachte,
ob du meine Beobachtung teilst, ne? Aber es ist ja den Unternehmen schon bewusst, dass irgendwas nicht passt. Und dann schraubt man halt ein Poster rein, man macht eine Reorganisation. Also, weil wenn man nach dem Spotify-Modell, keine Ahnung, mit Tribes oder crossfunktionalen Teams oder Schieß mich tot arbeiten, ja, oder wenn wir endlich diese Produktorganisation aufgestellt haben, dann ist Magic alles gut. Ja, das ist schon etwas, was ich sehr häufig beobachte, dass man quasi so die Org-Charts ändert und dann ist alles gut. What's your take on this? Also ich glaube, eine Sache, die Unternehmen sehr gut kennen, sind tatsächlich ihre Org-Charts. Also es scheint das Manifest zu sein dessen, was tatsächlich im Unternehmen passiert. Das Verrückte ist aber, das Org-Chart sagt eigentlich nur, wo liegt welche Verantwortlichkeit im Unternehmen. Das heißt, es sagt eigentlich relativ wenig darüber aus, wer mit wem wann zu welchem Thema zusammenarbeiten muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, viele Organisationen halten sich daran fest, weil es aktuell sozusagen für sie das einzige Mittel ist, überhaupt das Unternehmen im Gesamten verstehen zu können. Und das ist der Aufbau. Aber ich glaube, da kommen wir noch zu, da liegt nicht so wirklich der Hebel. Das Org-Chart zu ändern ist quasi nicht das Optimalste. Aber jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, ja, es sind ja auch unendlich viele, gerade jetzt in etwas etablierteren Organisationen, unendlich viele Prozesse etabliert. Es gibt ja den Development-Prozess, wie bei uns Software gemacht wird. Wir haben einen Hardware-Entwicklungsprozess. Wir haben ja ganz, ganz viele Prozesse. Wir haben einen Einstellungsprozess, wie wir Menschen onboarden. Wir haben ja solche Bücher, wo Prozesse drinnen stehen. Also ist dort die Wahrheit, dass wir Process Engineering machen müssen? Oder Process Re-Engineering, Business Process Re-Engineering, großes Stichwort, ne? Ich glaube, was wir betreiben, ist vor allem Process Overengineering. Also wir versuchen Dinge in Prozesse zu packen, die wir noch gar nicht verstanden haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Also ich kann jetzt natürlich sagen, ich plane einen Onboarding-Prozess über verschiedene Bereiche, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass er so bleibt? Also wie viel Zeit und Energie kann ich investieren und wie hoch ist eigentlich der Mehrwert, das zu standardisieren? Also ich glaube, das ist so ein weiteres Thema zu sagen, man strebt von Anfang an schon fixe Standards an. Und ich glaube, das ist was die Organisation auf der anderen Seite auch langsam macht. Aber es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen widersprüchlich, denn die Frage ist ja, wenn ich keine Standards anstrebe, aber ich auch nicht weiß, wo ich gerade bin, was heißt das eigentlich? Ja. Wo muss ich hin? Na okay, also wenn wir noch einmal rauszoomen. Das Problem ist, dass viele Companies relativ langsam sind, dabei effektive Koordination aufzubauen. Viele glauben, wir brauchen nur das Org-Chart ändern, dann wird's besser. Und andere glauben, okay, wir müssen halt unsere Prozesse ändern und dann wird's besser. Ja, und jetzt habe ich aber gehört, das ist alles nicht der Weisheitsletzter Schluss. Ja, dann könnten wir ja mal so ins Flight-Levels-Land drüber gehen. Also wenn das nicht so die Wahrheit ist, ja. Also im Flight-Levels-Land haben wir ja etwas, was die Flight-Level-Systemarchitektur ist. Und ich glaube, das ist ja etwas, was wahrscheinlich so das versteckteste Hidden Gem, falls man das so sagen kann, von Flight-Levels ist, weil es, glaube ich, schon ein richtiger USB ist. Und die Flight-Level-Systemarchitektur, die hilft uns halt, diese Koordination effektiv zu gestalten. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ganz viele, die uns zuhören, das Wort Flight-Level-Systemarchitektur noch nie gehört haben, vermute ich. Kannst du da mal etwas Licht ins Dunkel bringen, was das überhaupt sein soll? Klingt erstmal sehr technokratisch, hat aber richtig Power. Ja, ich versuch's mal. Marketingpreis gewinnt man mit dem Namen sicher nicht. Das glaube ich auch. Absolut nicht, aber genau, dazu sind wir ja da, das auch zu erklären, was sich dahinter versteckt. Also ich verwende mal ganz gern den Begriff, eine Koordinations- und Kollaborationslandkarte der eigenen Organisation zu erstellen oder Teilbereiche der Organisation. Also das heißt, wir schauen uns eigentlich an, bevor wir anfangen, die Struktur zu verändern, erstmal, wer müsste eigentlich zu den relevanten Themen im Unternehmen wie zusammenarbeiten. Und versuchen quasi über diese Landkarte die relevanten Flight Level 1, 2 und 3 Systeme zu identifizieren und zu schauen, wie eigentlich diese miteinander verbunden sind. Okay. Das wäre die Work Systems Topologie, der nächste, die Topologie der Arbeitssysteme, der nächste Begriff, der von Marketingmenschen wahrscheinlich sofort zerrissen und verbrannt wird. Aber das hat schon einiges Schönes. Das heißt, wir identifizieren Flight Level 1, 2 und 3 Systeme und wie sie zusammengesteckt sind. Vielleicht noch einmal zur Erinnerung, Flight Level 1, das heißt, wir identifizieren, wo wird operativ gearbeitet in der Organisation. Flight Level 2,
zu welchen Themen müssen wir operativ übergreifend, sprich teamübergreifend Koordination aufbauen und wo in der Organisation findet Strategiearbeit statt. Weil es ist ja nicht nur an einem Ort meistens, sondern es gibt ja mehrere Orte, wo das stattfinden kann. Und da ist ja vielleicht auch das Charmante, dass wir das nicht neu erfinden. Also wir sagen nicht, okay, so müssen eure Teams geschnitten sein und so müssen eure Flight Level 2, sprich die Koordinationssysteme geschnitten sein und so weiter, sondern wir erheben ja quasi mal den Ist-Zustand. Das heißt, du bist ja zuerst in so einem Analyse-Teil drinnen. Aber da ändert sich ja mal noch nichts, oder? Absolut nicht. Und ich glaube, es ist essentiell, erstmal zu verstehen, wo stehe ich heute. Denn wenn ich wissen möchte, wo ich hingehen will, dann brauche ich meinen Standpunkt. Und ich glaube, das ist der vielen Unternehmen fehlt. Also sie wissen eigentlich gar nicht, wo sie heute stehen. Das heißt, ich kann die Flight Level Systemarchitektur nutzen, um erstmal zu verstehen. Also wie du schon gesagt hast, welche Flight Level Systeme brauche ich? Wie sind die miteinander verbunden? Und wer muss eigentlich mit wem zusammenarbeiten, dass sich die wichtigen Themen bewegen? Mhm. Okay. Und die entscheidende Rolle, also ich habe ja vorher schon gesagt, das Koordinationssystem, ja, die entscheidende Rolle, wenn es um Koordination und Kollaboration geht, oder eine wichtige Rolle, ist das Flight Level 2. Die richtigen Flight Level 2 zu identifizieren. Das ist ja auch, wenn man so schaut, die Missverständnisse, auch schönes Wort, die Missverständnisse von Flight Levels, das ist ja häufig so, dass man versucht, das Org-Chart einzufangen, ja. Jetzt Flight Level 1 finde ich am Org-Chart relativ einfach, weil das sind die Teams und dann sagen viele Leute, okay, dann ist halt Flight Level 2 irgendwelche Abteilungen oder sowas in die Richtung. Aber das ist ja eben genau nicht die Pointe, weil wir wollen ja eigentlich die Ablauforganisation einfangen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn Flight Level 2 nicht die Abteilung ist, weil wir müssen uns ja innerhalb der Abteilung koordinieren. Was ist dann ein sinnvolles Flight Level 2? Also wie kann ich das rausfinden, was die Flight Level 2 sind, wenn sie nicht am Org-Chart drauf sind? Genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen wie, also da beginnt Detektivarbeit und es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern ich würde sagen, im Flight Levels Land bedienen wir uns mehrerer Mittel. Also eine Sache, die ja Gott sei Dank gut gepflegt ist, ist der Org-Chart. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Input, wenn wir auch erstmal feststellen wollen, Beispiel, weiß ich nicht, wir wollen uns um ein Produkt besser koordinieren oder um ein Produktportfolio, dass wir sagen, die Produkte entwickeln sich kontinuierlich, sie sind ineinander abgestimmt. Jetzt ziehen wir das Org-Chart zur Seite und überlegen uns erstmal, wenn wir diese Produkte denken, wo malen wir eigentlich den Kreis in unserem Org-Chart? Also ist das Gesamte, wenn wir Richtung Ende-zu-Ende-Koordination denken, oder ist es vielleicht sogar ein Teilausschnitt? Das heißt, ich glaube, das ist auch noch interessant. Also man hat im Unternehmen typischerweise eine Systemarchitektur, aber ich kann mehrere Worksystems Topologies haben. Das heißt, auch da, glaube ich, ist es charmant zu sagen, ich brauche nicht dieses Big Design upfront. Ich muss nicht alle dabei haben, sondern ich kann eigentlich den wichtigsten Startpunkt in meinem Unternehmen identifizieren und sagen, hier legen wir jetzt erstmal los und tun was. Also gucken wir uns das mal an. Das heißt, wir haben einmal das Thema Org-Chart, dann müssen wir verstehen, was ist eigentlich die Landschaft der Themen, die wir koordinieren möchten. Also welche Themen möchten wir Koordination und Kollaboration aufbauen? Wie du schon gesagt hast, daraus ergeben sich die Flight Level 2 Systeme typischerweise. Und was hier jetzt dann auch aufgeht, ist, glaube ich, das, was wir vorher im lokalen Kontext hatten, ist, wir können jetzt auf einmal in die Breite denken. Das heißt, wir können uns die Frage stellen, wen brauchen wir wirklich so? Also brauchen wir Legal, brauchen wir Finance, brauchen wir den Betriebsrat? So, also wer ist eigentlich wirklich relevant? Und das ist oft was, sage ich mal, was, wenn man immer aus, sage ich mal, seinem Unternehmenswinkel rausschaut, ist es was sehr schwer greifbar ist und was da ihm die Möglichkeit gibt, breiter aufzumachen. Das heißt, wir bedienen uns eigentlich verschiedenen Ausschnitten aus der Organisation, um so eine Sichtweise zu erzeugen. Ja, genau. Also zumindest so meine Erfahrung ist halt definitiv die, dass genau dieses Identifizieren von diesen Flight Level 2 Systemen wahrscheinlich eine der schwierigsten Übungen ist, wenn man so eine Topologie erstellt. Ja, also eben, was sind potenzielle Flight Level 2 Systeme, wenn man so versucht, die zu identifizieren? Man kann ja reingehen und sagen, okay, es geht um Koordination über die Wertschöpfungskette hinweg, über Teams hinweg, damit wir im Idealfall Ende zu Ende Mehrwert für die Kunden liefern können. Jetzt ist Ende zu Ende halt hin und wieder nicht möglich, ja.
Aber wenn man sich mit dem nähert, dann kann man ja zum Beispiel schon einmal identifizieren, dass so ziemlich alle Produkte und Services, alles das, was irgendwie so, was wir direkt an Kunden verkaufen. Also wenn ich zum Beispiel ein Elektrowerkzeugehersteller bin und ich gehe in den Baumarkt meines Vertrauens und kaufe dort einen Bohrhammer, ja, dann ist wahrscheinlich irgendwo so ein Bohrhammer Flight Level 2 ein gutes Flight Level 2 System, ja. Also all diese Sachen, mit denen der Kunde direkt in Kontakt kommt. Weil das ist ja eigentlich das, wir wollen ja hin zum Kunden optimieren. Wir wollen ja nicht unser Org-Chart optimieren, sondern wir wollen hin zum Kunden optimieren. Das sind halt genau diese Produkte und Services, ein Klassiker. Aber es fällt uns noch ein. Ich meine, das ist jetzt einmal offensichtlich, ja. Ja, was gibt's denn noch so für Arten von Flight Level 2 Systemen, die man häufig sieht? Ja, da wird's dann spannend, weil das sind oft die, was du jetzt gesagt hast, gerade diese Produkte, die stechen einem sofort ins Auge, zu sagen, das ist eigentlich unser Flight Level 2 System. Die Realität dahinter ist oft, und da, sag ich mal, kollidiert es in der Praxis aus meiner Sicht immer ein bisschen mit dieser Produktdenkweise. Hm. Auf einmal wird alles ein Produkt. Also die Datenschutzgrundverordnung ist ein Produkt, weil wir nicht wissen, wie wir es anders zuordnen sollen. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen, sag ich mal, andere Arten von Flight Level 2 Systemen. Also solche, die uns eigentlich helfen, unsere Produkte, die zum Beispiel sehr groß oder breit sein können, dann auch tatsächlich umzusetzen. Ja, da gibt es Beispiele wie, sag ich mal, plattformartige Flight Level 2 Systeme. Also wir brauchen ein CRM oder wir brauchen ein ERP, wo wir sagen, das ist jetzt erstmal ein sehr technologischer Kontext, aber der zahlt auf das System wahrscheinlich ein oder hängt da irgendwie dran. Fallen dir noch welche ein, Klaus? Plattformen, Klassiker, ganz genau. Bei mir ist das immer so, wenn ich an diese Plattform denke, also du kannst ja aus allen eine Plattform machen. Ja? Ich stelle mir wie immer so vor, okay, ist das etwas, wo ich sage, okay, wenn wir jetzt unser Kernbusiness verlassen würden, könnte das irgendein Mitbewerber zum Beispiel verkaufen und der würde sagen, oh wow, geil, dass ich das habe. Ne? Also wenn ich jetzt wieder bei meinen Elektrowerkzeuger-Freunde bin, eine Plattform wäre zum Beispiel die Akkusteuerung. Du hast einen 16 Volt Akku, ja, und du wirst nicht für jedes Elektrowerkzeug, das du in deinem Produktsortiment hast, einen eigenen 16 Volt Akku irgendwas machen. Das ergibt dann natürlich relativ wenig Sinn, ja. Genau. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt, keine Ahnung, ein Mitbewerber sagt, naja, das ist eigentlich cool, das würden wir nehmen. Ne? Also ist so diese Plattformdenkweise, ja. Halt immer so den nicht direkten Kundenwert, aber halt sehr hohen Wert für für unsere Produkte im Endeffekt. Und was du vorher gesagt hast, das finde ich auch noch super charmant in dieser Produktwelt. Ne? Also wenn man sagt, okay, es ist alles ein Produkt, ja, und plötzlich ist DSGVO und so ein Produkt. Aber DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, ja, ist ja das beste Beispiel dafür, dass die Welt mehr zu bieten hat als nur Produkte. Also ich hoffe, dass DSGVO kein Produkt ist. Ne? Also wenn man sich erinnern kann, wie das in Organisationen war, da kam dieses Monster daher, das hat quasi in jeder Ecke in der Company eingeschlagen und den Newsletter hat man ändern müssen und im CRM hast du was ändern müssen und dort musst irgendwo ein Hackerl setzen und so weiter. Das heißt, das hat einmal die halbe Company beschäftigt und so ziemlich jeden Winkel in der Company. Aber irgendwann, wenn wir dann all das DSGVO-konform gemacht haben, dann sind wir fertig. Das heißt, das ist dann Teil von unseren Operations, Teil von unserem Betrieb und dann geht es weg. Ja, das wären diese klassischen Pop-up-Systeme, was noch so ein Klassiker ist. Eigentlich Projekte. Und das ist eben wieder genau das, wo ich mir echt so schwer tue, was du vorher schon angesprochen hast, ne, dass die ganze Welt plötzlich ein Produkt ist. Das ergibt null Sinn. Ne? Vorher war alles ein Projekt und dann war alles ein Produkt, ja. Also, aber die Kraft des Und, ja, es darf beides existieren. Also ein Projekt hat wahnsinnig viel Ja, Sinn, wenn's der richtige Kontext ist. Aber das sind halt auch klassische absolut. Flight Level 2 Systeme, die kommen und gehen. Absolut. Also ich meine, ich habe Unternehmen gesehen, die sind einfach Projektweltmeisterinnen. Also ich meine, warum sollen sich die drehen? Warum soll ich mich überhaupt verändern? Und das ist was, wo ich auch sagen muss, ich glaube, auch da bringt Flight Levels auch die Systemarchitektur eine Stärke mit, zu sagen, ähm, der Kontext steht immer im Vordergrund. Also es geht nicht Ja. darum, neue Beschäftigungsmaßnahmen einzuführen, sondern es geht darum, sage ich mal, ernsthaft herauszufinden, was es eigentlich braucht. Und nicht, was es alles könnte, sondern was es wirklich braucht im Kern, Ja. damit größere Vorhaben umgesetzt werden können. Genau, also
Okay, wenn wir jetzt das Mhm. Ganze nochmal so Revue passieren lassen. Also wir haben gesagt, das Flight Level 2 ist irgendwie so eine wichtige Komponente, weil die halt genau diese Ablauforganisation einfängt. Ja? Mhm. Da haben wir gesagt, okay, sowas wie Plattformen, dann so Kunden, Produkte, Services Mhm. sind potenzielle Flight Level 2 Systeme. Ja genau, aber auch eben solche, ja genau, Supporting Services und so weiter. Also da gibt es eine gewisse Kategorie von möglichen Flight Level 2. Aber es Mhm. ist schön. Jetzt habe ich das identifiziert. Das sind jetzt meine Flight Level 2 Mhm. Systeme und was mache ich jetzt damit? Ne? Mhm. Jetzt weiß ich, das sind meine Flight Level 2 Systeme und dann gehe ich wieder zurück, arbeiten wieder vor. Mhm. Oder fällt uns was anderes ein? Genau, also ich glaube, was ich immer im Hinterkopf, also möchte mal kurz einen Schwenker machen, denn wer macht das eigentlich? Also Hm. wer identifiziert überhaupt eine Systemarchitektur? Jetzt könnte man sagen, ich rufe die, weiß ich nicht, 0800 an und hole mir die Turbo Consultants und die pinseln mir dann, weil sie wissen ja schon, wie es geht und die pinseln mir dann die perfekte Systemarchitektur hin. Kann man so machen, würde ich sagen, ist aber eher Arbeit für Ablage P. Ähm, In der Praxis läuft es so ab, dass wenn man sich entschieden hat zu sagen, um welche Themen möchten wir Koordination und Kollaboration aufbauen im Unternehmen. Also ich glaube, auch da ist nur wichtig die Anmerkung, es geht hier schon um größere Themen. Ja. Also wir reden jetzt nicht, sage ich mal, von Bugfixes oder wir stellen in einem Bereich eine Technologie und wir reden davon, wir haben Dinge im Unternehmen, die brauchen eine Breite, also die, sage ich mal, deswegen ist der Org-Chart da tatsächlich ganz gut. Also wenn ich da anfange, mal Kreise zu malen und mir die Frage stelle, wen brauche ich eigentlich dafür? Und das ist relativ breit, dann würde ich sagen, kann man Richtung Systemarchitektur denken. Ja. Und wenn ich die Bereiche identifiziert habe, also beziehungsweise ich erstmal die Themen identifiziert habe, dann muss ich mir auch die Frage stellen, wer sind denn eigentlich die richtigen Menschen, die ich dafür brauche? Und da gebe ich noch einmal kurz zu dir zurück, Klaus. Wer sind denn die richtigen Menschen für die Systemarchitektur? Die externen Consultants, die es genau wissen. Absolut. Nicht. Das ist eben genau, ich meine, du hast vorher schon gesagt, ne, das ist halt so der Kardinalsfehler quasi, das ergibt relativ wenig Sinn, ja. Also Mhm. man braucht wirklich interne Menschen und ich bin da immer so, ich meine, ich bin eher One-Trick-Pony, was Stakeholder-Management anbelangt. Ne? Also John Kotter hat so eine Guiding Coalition irgendwann Mhm. einmal formuliert und das ist ein funktionsübergreifendes und eine hierarchieübergreifende Gruppe und das ist meistens schon recht gut, wenn man das schafft, dass man wirklich so funktionsübergreifend und hierarchieübergreifend aus der Company Leute zusammenfischt und die bauen diese Systemarchitektur. Und was da halt einigermaßen wichtig ist, das ist schon, das kann schon ein bisschen wehtun, wenn man das baut. Formulieren wir es einmal so, ja. Mhm. Also, wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, neu im Unternehmen bin als agiler Coach oder ich habe keine Ahnung, was meine Rolle ist, ja. Ich habe gerade das Scrum Master Schulung gemacht und jetzt wäre ich quasi verhaftet, in so einem Flight Level System Design Workshop teilzunehmen. Das ist halt dann meistens komplett an der Arbeitsrealität vorbei, ja. Also da fühlt man sich dann meistens so, oder die Teilnehmer fühlen sich dann so Kästchen, Strich, fertig Mhm. ist das Mondgesicht, ja, aber man findet schwer an Grip, was da abgeht, ja. Also ich glaube, man braucht Menschen, die in Abläufen denken können, die Abläufe verstehen, ja, aber auch in Aufbaulogik denken können. Das heißt, ein Klassiker ist, die letzte Reorganisation gemacht haben, die sind zum Beispiel auch super geeignet, um eine Flight Mhm. Systemarchitektur zu machen. Die werden halt dann draufkommen, dass wir wahrscheinlich keine Reorganisation brauchen, aber das ist ja auch schön, ja. Und ein bisschen ein höheres Management wäre da auch relativ wichtig, das mit dabei ist, weil wenn man das Ganze ja baut, du hast ja vorher schon gesagt, es gibt nicht nur eine Mhm. Topologie quasi, ne, sondern du hast mehrere. Und das ist ja auch genau die Pointe. Ich will Vor- und Nachteile sehen. Was ist, wenn ich die Flight Level 2 Systeme so schneide? Wie viel Koordinationsaufwand habe ich? Wenn ich es anders schneide, wie wirkt sich das auf meinen Koordinationsaufwand aus? Und irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen, wo es hingeht, ja. Und irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen, aber hier bräuchte man vielleicht eine kleine Reorganisation oder so. Und wenn du nur mit Optionen kommst, aber du bist komplett unfähig, eine Mhm. einzige Entscheidung zu treffen, dann ist es halt eine akademische Veranstaltung, aber es ist halt organisierter Zeitraub. Das bringt relativ wenig. Das waren jetzt sehr viele Worte, um zu sagen, es ist wichtig, dass auch höheres Management quasi Mhm. mit dabei ist, weil man halt schon irgendwie so an die Grundfeste der Kollaboration rüttelt. Das gefällt mir richtig gut, Klaus, und das resoniert auch sehr mit mir. Also ich glaube eigentlich,
was noch wichtig ist, glaube ich, Entscheidungsfähigkeit herzustellen und wirkliches Domain-Know-how. Also ich glaube, das ist relevant. Also es geht nicht, Ja. ich glaube, das ist ja auch ein zentraler Kern des Ganzen, auch was du mal wieder sagst. Man baut es ja nicht für Menschen, sondern man baut es mit Menschen. Das heißt, das ist etwas, das kann ich als Unternehmen gar nicht nach außen geben oder verkaufen. Also ich kann mir dabei helfen lassen, sozusagen, dass der Prozess angeleitet ist oder die Umsetzung angeleitet ist. Also das heißt, jemand hilft mir, den Rahmen zu halten. Ja. Aber das tatsächliche Doing kommt von mir. Und ich glaube eigentlich, dass dieses Thema Architektur ist für mich, also ich stelle mir immer vor, wenn mehr Expertinnen und Führungskräfte auf diesem Planeten mehr über die Flight-Level-Systemarchitektur wüssten und vor allem auch Fähigkeiten darin hätten, glaube ich, würde der ihr Leben grundlegend anders aussehen in der Organisation. Das ist immer so, also das ist so ein bisschen, hat man es einmal gesehen, kann man es nicht mehr anziehen machen. Also es ist, Ja. es bleibt in einem drin und es schärft einem Verständnis und, sag ich mal, auch Fähigkeiten aufzubauen, was eigentlich aus meiner Sicht Führungskräfte machen sollten. Also, Ja. sag ich mal, den Menschen zu helfen, die Koordination zu verbessern, die wichtigen Themen voranzubekommen. Also, und das ist für mich so dieses Wundermittel, muss ich schon fast sagen, was aus meiner Sicht noch viel zu wenig irgendwie in den Management- und Expertinnenköpfen verankert ist. Als Ja, weil, Möglichkeit. also wir kennen halt die Sprache von einem Org-Chart. Das hast du eben am Anfang Mhm. schon gesagt. Ne? Also jeder weiß, wie ein Org-Chart ausschaut und das passt. Niemand weiß, wie eine Worksystems-Topologie ausschaut. Also Topologie ist ja ein Begriff aus der Netzwerksprache und das ist quasi, wie die Flight Level 1, 2, 3 Systeme miteinander vernetzt sind. Mhm. Ja? Das ist quasi ein zweites Chart, was ich mir neben das Org-Chart hinlegen kann. Und jetzt weiß ich, wenn ich auf die Work-Systems-Topologie schaue, was ein Teil von der Systemarchitektur ist, ne? Und daneben habe ich das Org-Chart. Welche Freunde vom Org-Chart müssen sich wo koordinieren? Und die Pointe ist ja, wenn wir jetzt so ein Flight Level 2 System dann in Betrieb nehmen, dass das eben nicht an ein Kästchen oder zwei Kästchen im Org-Chart gebunden ist, sondern das ist, glaube ich, noch eine wesentliche Info, die wir nicht verschweigen dürfen, Mhm. sondern dass es losgelöst vom Org-Chart funktioniert, sondern Leute, die irgendwo in der Organisation sind, die wir eben brauchen, um diesen Bohrhammer oder was auch immer, um diese CRM-Plattform und das Ganze herzustellen, die treffen sich wurscht, wo sie im Org-Chart sind, vor diesem Flight Level 2 System. Und wurscht, ob das Juristen sind, wurscht, ob das Marketingmenschen sind, ob das Softwareentwickler sind, ob das Hardwareentwickler sind, ob das Aerodynamiker sind, aber die haben einen gemeinsamen Koordinationspunkt, die sehen, wo ihre Vorhaben stehen, die sehen, wo es Probleme gibt, die sehen, wo Abhängigkeiten sind, die sehen, wo Blockaden auftreten, die sehen Bottlenecks, Engpässe und losgelöst vom Org-Chart. Und das ist eben das Charmante, dass du eben dass du eben nicht das Org-Chart umdrehen musst, damit du quer über die Organisation das aufbauen kannst. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Und das kommt, weil du vorher gesagt hast, es wäre cool, wenn das mehr Menschen verstehen würden. Wir glauben immer, Koordination, zumindest kommt es mir so vor, ist immer nur im Org-Chart irgendwie möglich. Das Reporting-Lines und das wird dann so rauf und runter irgendwie reported und ganz oben gibt's den König, der dann sagt, und das wird halt durch die Work Systems Topologie komplett aufgehoben, weil es im Wesentlichen einfach die wichtigsten Personen zusammengespannt werden, um Mehrwert zu schaffen. Da würde ich noch gerne einen drauflegen, denn ich glaube, also wie ich schon vorher gesagt habe, dein Organigramm formuliert im Prinzip Machtverhältnisse im Unternehmen, also auch Autorität. Ja. Das Verrückte ist aber, damit verdienst du kein Geld. So, das heißt also, Unternehmen kennen ihre Machtverhältnisse sehr gut, aber was sie selten kennen, ist sozusagen das Netzwerk der Wertschöpfung. Und das finde ich so verrückt. Also wie kann ich überhaupt ein Unternehmen betreiben oder führen, wenn ich nicht mal weiß, wie eigentlich meine wertschöpfenden Abläufe aussehen? Also schaue ich eine Linie an, keine Ahnung. Ich meine, gibt immer das ganze Thema, weiß ich nicht, kommt aus der Linie, kann man so denken. Also schaue eine Produktionslinie an, dann sehe ich, wie Wertschöpfung funktioniert. Das ist ziemlich einfach. Und genau diese Denkweise brauche ich aber im Unternehmen. Und ich meine, wir sind jetzt hier in der komplexen Wissensarbeit, also meistens, sag ich mal, in unserem Kontext, das ist eben nicht so offensichtlich, wie die Dinge zusammenhängen. Und dazu brauche ich genau, sag ich mal, die richtigen Menschen, um dieses Verständnis aufzubauen. Und ich glaube, erst wenn ich das habe, dann kann ich auch erstmal wirkliche Optimierung im Unternehmen vornehmen. Denn vorher ist für mich alles, sag ich mal, es ist Prokrastinieren. Es ist einfach eine Ablenkungsbeschäftigung, zu sagen, ja, wir machen ja jetzt die, weiß ich nicht, agile Transformation, wir machen den Change, wir gestalten unsere Prozesse. Aber was mache ich da eigentlich? Also hat das einen Hebel, hat das einen Mehrwert? Ich weiß es nicht.
Und ich glaube, auch das ist das Charmante an dieser Thematik, dass wenn man aus den verschiedenen Perspektiven zusammenkommt, dass allein schon die Idee des gemeinsamen Verständnisses, also da werden Dinge so schnell, so glasklar, Ja, dass man sagt, alright, wir müssen uns in die Richtung bewegen. ja, absolut. Wenn man das jetzt einmal noch konkreter macht, also ich meine, gerade du bist ja der Light-Level-Systemarchitektur-Held bei uns. Also es ist schon etwas, was dich sehr treibt und du hast wahnsinnig viel Praxiserfahrung auch. Kannst du irgendwie, wenn man Company-Namen sagen Mhm. kann, sagen wir Company-Namen, wenn wir nicht sagen können, du musst dechiffrieren, aber hast du irgendein konkretes Beispiel, wo du sagst, okay, da haben wir das bei einer Company gemacht und die hatten dann in kürzester Zeit irgendwie Klarheit, wie sie Enterprise Flow etablieren können, Mhm. wie ihre Flüsse laufen und so weiter und so fort, also wie sie sich effektiv koordinieren. Genau, also da kann ich mal ein Beispiel sagen von einer größeren Bank aus Frankfurt. Ähm, ja, was war die Herausforderung? Also die Herausforderung erstmal ein großer Kontext. Also das heißt, wir haben sozusagen die Bank und innerhalb der Bank ging es darum, sage ich mal, zwei relevante Themenstränge konkret voranzutreiben. Das waren auch relativ viele Menschen, die da in das Ganze involviert waren. Und die Frage, also die initiale Frage, womit man gestartet hat, ist eigentlich, was sind unsere richtigen Flight Level 2 Systeme? Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Punkt. Das heißt, auch da, es ging nie drum, sich jetzt unendlich mit der Flight Level Systemarchitektur zu beschäftigen, sondern die ist, sage ich mal, ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck war, wir wollen sie nutzen, um zu verstehen, welche Flight Level 2 Systeme haben wir und was sind die wichtigsten Flight Level 2 Systeme, die wir dann danach in die Umsetzung bringen und betreiben. Und da war es so, dass der Fokus genau auf dieser Frage lag. Das heißt, man hat eigentlich versucht, also es waren tatsächlich nur 4 Wochen mit ein paar Arbeitsstunden, Mhm. und hat es geschafft, da einmal um diesen Unternehmensausschnitt, worum es ging, eine Systemarchitektur zu etablieren und dann die Frage zu beantworten, welche Flight Level 2 Systeme denn umgesetzt werden. Und die haben sie dann in Betrieb genommen oder Genau. und die sind los. Was, wenn du jetzt die Leute durch den Prozess führst, was sind da Mhm. so Aha-Erlebnisse oder was war da in dem konkreten Fall, wo die gesagt haben, ja, okay, da haben wir jetzt aber irgendwas gelernt oder das hätten wir sonst anders gemacht. Was waren die Diskussionen auch? Ich glaube, das erste Aha-Erlebnis ist meistens, ach, so sieht das aus. Also überhaupt erst mal zu verstehen, also so ein bisschen wie wenn du mir jetzt, also weiß ich nicht, also Die zeichne eine Farbe rot Landkarte, erklären. die Farbe rot erklären, zeichne mir eine Landkarte von einem Land, das ich nicht kenne. Und so, glaube ich, passiert das dann in Unternehmen. Das heißt, mit jedem Schritt wird ihre Landkarte klarer und sie verstehen immer mehr, ach, so schaut es eigentlich wirklich aus. Und ich würde sagen, das ist das erste große Aha-Erlebnis. Das zweite große Aha-Erlebnis ist, wen müssen wir eigentlich alles mitnehmen? Das Mhm. heißt, typischerweise startet es, sage ich mal, als kleine Gruppe, also als sehr heterogene Gruppe, also aus ja, Teile Führungskräfte, Expertinnen, manchmal auch Organisationsveränderung. Und da entsteht ziemlich schnell so ein Erlebnis, das sind eigentlich unsere ganzen Stakeholder. Also das heißt, wenn Mhm. wir diese Themen jetzt mal, unsere Flight Level 2 Systeme mit den verschiedenen Themen identifizieren, diese Menschen brauchen wir eigentlich alles. Und die erste Frage ist dann natürlich, wie nehmen wir diese Menschen auch mit auf die Reise? Ja, Also ich glaube, der große Aha-Effekt liegt in einem Verständnis dessen, was man erstmal, dass es eine Möglichkeit gibt, es greifbar zu machen, denn für viele wirkt es erstmal unmöglich. Also, dass ich ja, überhaupt so komplexe Abläufe verstehen kann, denn sie sind dann im Kern gar nicht so komplex. Also ich würde sagen, dass das Schwierige ist der Weg dahin und den auch durchzuziehen. Ähm, ja, aber das sind so, also vor allem in der Systemarchitektur, so die ersten ja, Aha-Erlebnisse, würde ich sagen. ja. Ja, es ist eben, also eben, wenn ich nicht weiß, was eine Landkarte ist es verdammt schwer, Mhm. jemanden eine Landkarte zu erklären quasi, ja. Aber wenn du dann die Landkarte siehst, dann denkst du, oh wow, Mhm. das wäre schon cool gewesen, wenn wir das schon früher hätten. Und das ist eben Mhm. genau das, ne? Orgchart kennen wir, aber halt eine Systemarchitektur haben wir noch nie gesehen und deswegen ist es halt einigermaßen, ja, das Aha relativ hoch, ne? Und also das fand ich auch immer sehr spannend. Ein weiteres Aha ist, dass eigentlich Bereiche, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hat, auf einmal sehr relevant werden. Also Ja, auch der Org-Chart, der sagt ja nicht, wie wichtig es wäre. Also jeder schielt immer auf die Technologie. Ja, klar, die ist im Kern, aber ich meine, also irgendwer muss es verkaufen. Und das sind so Erlebnisse. Also ich war in einem Unternehmen, da ist auf einmal klar geworden, so Sales hat eine führende Rolle in dem Ganzen. Das heißt, wir können gar nicht die Architektur gestalten, ohne dass wir Sales nicht mitnehmen.
Ja. Anderer Fall, wir haben den Betriebsrat sozusagen, also wir wollen die Dinge tun, wo die super relevant sind. Oder wir haben Finance, Legal. Also ich sage immer so, wenn man wirklich von, sag ich mal, Enterprise Flow spricht, dann glaube ich, dann liegen die größeren Hebel dort, wo man sie eben nicht erwartet. Und zwar, sage ich mal, in diesen, ich nenne sie mal Enabling Functions, also die außenrum Mhm. liegen, wo ich sage, die brauche ich im Kern und die brauche ich kontinuierlich. Und die werden in der Praxis, würde ich sagen, immer oft weggelassen. So, wir brauchen fancy Technologie und let's go. Und ich glaube, die Realität schaut deutlich anders aus. Ja, genau, das ist eben wieder genau die Pointe von diesen Flight Level 2 Systemen. Ne? Also du musst dir zuerst einmal wissen, was sind meine Flight Level 2 Systeme und dann wurscht, wo die in der Organisation aufgehängt sind, die Menschen, die koordinieren sich davor. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Punkt. Also es geht nicht darum, dass wir einmal wissen, aha, Mhm. für die Wertschöpfung vom Produkt X brauchen wir Legal. Nein, die sind dann involviert in das Ganze. Also das ist nicht ein Papier, was du dir dann irgendwo hinhängst, ne, sondern die Pointe ist, wenn das Flight Level 2 dann live geht, dann wird es zur Ja. Realität, dass Legal und Technik und was auch immer mittendrin statt nur dabei ist. Und das ist ja auch noch einmal ein wesentlicher Punkt. Ne? Die Magie, sagst du immer, besteht, wenn man zu arbeiten beginnt. Und das merkt man daran. Genau, und ich glaube auch, das ist noch ein wichtiger Punkt. Also die Architektur oder das ganze Vorgehen, das basiert wirklich, oder der Fokus ist super stark auf Arbeitsergebnisse. Also man versucht auch, sage ich mal, wirklich alles wegzulassen, was eigentlich gerade nicht die wirklich wichtigen Fragen beantwortet. Ja, Also ich habe schon gesagt, man kann sich damit unendlich beschäftigen, aber die Frage ist, bringt es überhaupt was? ja. Also ja. Und wenn wir sagen, dass das die geilen Sachen sind und das ist Mhm. das, wie es funktioniert, wird es ja wahrscheinlich auch schon mal einen Fail gegeben Ja. haben, ja? Was kann denn schief laufen? Also ich meine, wir haben schon ein paar Sachen so angedeutet, ne, dass die Flight Level 2 Systeme dann doch aus dem Org-Chart extrahiert werden, ohne drüber nachzudenken. Aber was ist denn noch so schief gelaufen oder was siehst du, dass schief läuft? Mhm. Also eins habe ich schon gesagt, es dauert zu lang. Also Mhm. ich denke mir immer, ich bin ein Fan von Metaphern. Und ich stelle mir die Flight-Level-Systemarchitektur stelle ich mir immer vor wie eine Startbahn, die ich baue. Also das heißt, ich brauche erstmal irgendwas für meine Flight-Level-Systeme, die Dinge sind, die abheben, dann brauche ich erstmal auch eine Startbahn, wo ich sage, oder auch ein Ziel, also in welche Richtung soll die Startbahn gehen, was bedeutet das alles? Als klassischer Fail würde ich sagen, ich baue die Startbahn zu lang. Das heißt, die Systemarchitektur, es ist keine Startbahn mehr, sondern es ist im Prinzip eine Straße. Und das heißt, ich verliere eigentlich Momentum. Also ich glaube, Ja, eins, was ich immer wieder beobachtet habe oder wo ich auch leider, was heißt leider, ich glaube, es ist Teil des Ganzen zu lernen, wie es eigentlich richtig geht, ist, dass man sich zu sehr mit der Flight Lab Systemarchitektur beschäftigt hat. Also das ganze Vorgehen mhm. dauert zu lange. Ein weiterer Punkt, würde ich sagen, ist, es fehlt tatsächliche Entscheidungskraft. Also jetzt kann ich mir denken, okay, diese Menschen im Unternehmen, so, das haben wir jetzt alles gesagt, die müssen zusammenarbeiten. Alright, ich meine, also das ist so, wenn ich sage, ich kann mir auch ein Haus kaufen, aber ich sollte mir vielleicht vorher bei der Bank einen Kredit sichern. Und so ähnlich ist es für mich, wenn ich Organisationsarbeit betreibe, sage ich mal, ohne oder Abläufe verbessern will, ohne, sage ich mal, überhaupt die formelle Kraft mit an Bord zu haben. Das heißt, das würde ich sagen, ist ein Fail. Man hat nicht diese Entscheidungskraft mit an Bord oder die Entscheidungskraft verlässt den Bereich. Also auch das ist ein Klassiker. Wir Ja, haben eine Führungskraft, die pusht das ganze Thema, übermorgen ist sie weg. Deswegen würde ich immer empfehlen, da, sag ich mal, eine Doppelspitze zu denken oder mehrere, wo man wirklich sagt, das Thema kann dann danach und vor allem muss es weitergehen. Also das ist sehr schade, wenn man eine Startbahn baut, aber da dann nichts abheben kann. ja. Ja, ja, das dürften wir leider schon ein paar Mal erleben, dass dann Ja. plötzlich ein Sponsor wegbricht und so. Das ist natürlich, das ist mehr als unangenehm. Ja, und eben, das Momentum ist es wahrscheinlich, ne? Also, wie du sagst, du kannst dich ewig mit dem Thema Ja. beschäftigen. Und das zieht sich dann wie ein Kaugummi und irgendwann interessiert es dann, also nicht, aber es ist halt eine rein intellektuelle Arbeit, aber da ist ja nicht die Pointe drin. Ne? Die Pointe ist, dass man Erkenntnis schafft quasi und das dann aber in die Umsetzung bringt, weil ansonsten ist halt Geld vernichtet. Genau, und ich versuche den Leuten immer zu erklären, solange kein Flight-Level-System in der Luft ist, also kostet das erstmal alles nur. Und ich meine, es ist jetzt, sage ich mal, im Vergleich zu einem Strukturprogramm von einem Unternehmen, ist es, würde ich sagen, die absolut günstigste Lösung. Ja, Aber dessen, oder das versuche ich mir auch mal klar zu machen, das Ziel ist nicht die Architektur, das Ziel ist, echte Flight-Level-Systeme im Betrieb zu haben, die einen Mehrwert zeigen.
Und Ja. das Gleiche kann sich auch weiterziehen. Ich kann danach auch sagen, aus der Systemarchitektur, ich baue jetzt 10 Flight-Level-Systeme. Also da würde ich auch noch gleich mal gern von dir hören, wo man da dann eigentlich anfängt, wenn man mal die Architektur gemalt hat. Aber auch das ist so ein Klassiker, wir haben uns übernommen. Wir wollten zu viel auf einmal bauen. Also ich meine, ich habe es noch nie Mhm. getan und will es gleich 100 Mal tun oder 10 Mal. Dann ist die Frage, wie smart ist das? Also Ja. auch da Eben, ich kann die glaube, Luft ausgehen. Ja. das ist auch gut, dass du das nochmal ansprichst. Also das ist ja auch ein lebendes Ding. Also ne, es ist ja nicht, dass du Mhm. einmal die Systemarchitektur baust und nachher, ja, tust die im Mount Rushmore oder wie das heißt, rein tätowieren, ja. Und für immer und ewig bleibt das Ding dann da, sondern die Idee ist eben, dass du in dem Bereich, wo du glaubst, dass es schmerzt, beginnst, ja. Und dann, sobald du die ersten Flight-Level-Systeme live bringst, wirst du ja hoffentlich was lernen. Und meistens kannst du den Workshop gar nicht so lang machen, dass du auf alle Eventualitäten, die die Realität vorhat, dass du die berücksichtigt, ja. Also musst du relativ zügig das wieder in deine Systemarchitektur einarbeiten. Und das ist ein ongoing Prozess, ja. Du wirst schlauer und das Ding verändert sich halt. Und das ist halt auch häufig schwer in einer Organisation zu verankern. Und das ist eigentlich so pervers bis zu einem gewissen Grad. Also Mhm. in vielen Companies ist es ja echt so, wurscht was kommt, das kommt halt und das geht. Ne? Da werden so die Säue durchgetrieben durch die Organisation. Aber jedes Mal ist der Anspruch, dass die Sau, die jetzt gerade durchreitet, für immer und ewig bleibt. Und wir wissen aber, dass die gleich wieder weg ist. Ja? Also wir wollen auf der einen Seite, also wir treiben auf der einen Seite eine Sau nach der anderen durchs Dorf, aber wir wollen, dass es für immer und ewig bleibt. Und das Mhm. ist der komplette Widerspruch. Und ich glaube, das muss man in der Systemarchitektur gleich ganz am Anfang auflösen. Das ist nicht etwas, was man durchtreibt, sondern das ist ein Verständnis. Das ist eine Superpower, die euch intern quasi aufbaut, damit ihr kontinuierlich eure Abläufe verbessern könnt. Das heißt, das Ding ist nicht gekommen, um für immer und ewig zu bleiben, sondern es ist gekommen, um für immer und ewig angepasst zu werden und verbessert zu werden. Mhm. Tja, wir reden viel. Wenn ich so auf die Uhr schaue, reden wir schon verdammt lang auch. Wir wollen ja noch einmal so eine kleine Tupperware-Party machen, Mhm. ja? Wenn wir jetzt sagen, okay, Flight-Level, Systemarchitektur und so weiter ist eine coole Geschichte. Zufälligerweise gibt es sogar einen Workshop dazu von Mhm. der Flight Levels Academy, ja? Also einfach auf die Flight Levels Academy-Seite gehen, flightlevels.io und ja, wer Interesse an einem Thema gefunden hat, Flight Level Systemarchitektur, schauen, da gibt's verschiedene Formate, wie wir das dann auch anbieten. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, wenn euch ja das irgendwie am Herzen liegt, dass man endlich einmal aus der ewigen Reorganisation rauskommt und wirklich einen Enterprise Flow etabliert. Also ich kenne leider noch oder leider zum Glück vielleicht sogar noch keinen anderen effektiven Weg, mit dem das gescheit funktioniert. Das war jetzt so meine kurze Tupperware-Party Mhm. quasi. Aber lieber Markus, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich mag mal in die Mhm. Schlusskurve einbiegen. Wenn wir jetzt sagen, okay, morgen will ich loslegen Mhm. mit dem Ganzen. Ja, und ich mag schnell Koordination aufbauen, weil eigentlich will ich keine Flight-Level-Systemarchitektur, das ist ja Mittel zum Zweck, ja. Aber trotzdem, wenn ich jetzt sage, ich will morgen loslegen, was wären so die ersten Schritte, die du empfehlen würdest? Ne? Also, ne, wir haben jetzt gehört, was man damit alles machen kann. Buche jetzt sofort einen Workshop oder wie geht's los? Genau, also ich glaube, erstmal brauche ich echte Probleme. Also damit sollte ich beginnen. Das heißt, auch da kann ich noch von abraten, macht es nicht, wenn ihr glaubt, es ist, also wie soll ich sagen, also es muss schon brennen. Und ich sollte ein gutes Verständnis über das Unternehmen haben. Also der erste Schritt wäre für mich jetzt zum Beispiel, mal ein bisschen erstmal wahrscheinlich tiefer oder ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen. Also wir haben den Flight Level Kickstart, den kostenlosen Einstiegskurs auf Flight Level.io. Da kann man reinschauen, da wird nochmal genauer erklärt, wie die Systemarchitektur läuft. Ja, und dann, wenn es im Unternehmen darum geht, das tatsächlich zu tun, dann würde ich sagen, geht es darum, erstmal Mitstreiterinnen zu finden. Also das ist eine der ersten Sachen. Also strebt man eine Veränderung an oder sagt, wir wollen das tun, und ich finde niemanden, der dabei ist, dann ist es schon mal kein gutes Zeichen. Denn was da ganz schlecht noch funktioniert, und das möchte ich zum Schluss noch ergänzen, weil das ist mir auch wirklich ein wichtiger Punkt. Dieses Mittel ist nicht dafür gedacht, dass ihr das aufmalt und sagt, das ist die Wahrheit und das bringen wir so ins Unternehmen. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist mit den Menschen gemeinsam gestaltet. Und wie gewinnt man Menschen nicht, indem man ihnen neue Konzepte zeigt, denn da haben die typischerweise schon 100 von, sondern indem man sie es erleben lässt. Das heißt,
aktiv in die Lösungsfindung mit einzubeziehen. Das heißt, das wäre für mich einer der ersten Schritte, zu sagen, wir haben ja diese großen Themen, wir wissen aktuell nicht, wie wir sie auf die Straße bekommen, lass uns mal Richtung Flight Level Systemarchitektur denken. Und dann, wie du gesagt hast, würde ich mir den Flight Level Systemarchitektur Workshop anschauen, denn da wird in den 4 halben oder 2 ganzen Tagen sehr ausführlich erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, im Prinzip kann man da mal in das Thema reinschnuppern und schon mal an seinem Case arbeiten und ein Gefühl dafür kriegen, ist das überhaupt was für mich? Also das Ja. wäre für mich der allererste Schritt. Und ich möchte auch nochmal hier diesen Kostenfaktor aufmachen. Also wenn ich eine Restrukturierung anstrebe, ähm, das ist eins der teuersten und langsamsten und frustrierendsten Möglichkeiten, mal in das ganze Thema einzusteigen. Also wäre das aus meiner Sicht der empfehlenswertere Weg, denn da bekomme ich in kürzerer Zeit mit weniger Ja. Invest klare Ergebnisse. Wo man quasi wieder bei dem Glücksversprechen ist, mit dem ja Flight Levels in allem antritt, was wir so tun, leichtgewichtig und kosteneffektiv. Ja? Ja. Das andere machen die anderen besser. Ja. Das Schwergewichtige und Teure. Sehr schön, Ja. lieber Markus. Na, hast du noch was? Zum Schluss. Schieß Also raus. will man es dann wirklich tun, würde ich empfehlen, macht's mit jemandem zusammen, der schon öfters getan hat. Also allein jetzt in einem größeren Unternehmen das ganze Thema anzugehen, würde ich sagen, eher schwierig. Holt euch da einen Flight Level Professional. Also Ja. auch da geht es jetzt nicht drum, um die ewige Begleitung. Es geht darum, dass ihr den richtigen Rahmen aufbaut und in der Zwischenzeit schon eigenes Wissen, sag ich mal, und Können zu dem Thema aufbaut, um Verständnis zu kriegen. Also das würde ich sagen, ist auch noch ein Beschleuniger. Ja, dass man da gut mit aufgestellt ist. Und dann geht's Absolut. los. Dann geht's los. Kann in Wochen passieren, wenn man möchte. Absolut, ja. Sehr schön. Tja, Markus, hat Spaß gemacht, mit dir ein bisschen über das Thema zu plaudern. Flight Level Systemarchitektur, sprich Koordination. Ja, ist eines der versteckten Themen, glaube ich, beziehungsweise die Themen, die nicht so sichtbar sind. Aber ich glaube, das ist eine der größten Hebelwirkungen, die man überhaupt erreichen kann mit einer Organisation. Deswegen cool, nochmal von dir ein paar Standpunkte und Ideen bekommen zu haben. Das war's dann eigentlich für heute. Liebe Leute, das war's für heute. Zum Abschluss würde ich noch sagen, wenn ihr Anregungen habt über Themen, über die wir uns noch so austauschen sollten oder wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt einfach eine E-Mail an insight@flightlevels.io. Und das war's für heute und wir sehen uns wieder hoffentlich und in diesem Sinne auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Danke, Klaus. Ciao. Inside Flight Levels has landed. Thank you for listening. Please leave a 5-star rating, share with fellow passengers, and subscribe for the next journey.